Besucher unseres 40. Kalle-Strohballenfest. Ich darf euch als noch amtierende 39. Strohballenkönigin ganz herzlich hier willkommen heißen. Ich würde sagen, im Vergleich zu gestern haben wir mit dem Wetter wieder wirklich Glück. Wir werden wieder einen Schätzwettbewerb durchführen. Hier hinten steht ein Ehrenstrauß. Darin sind 8 verschiedene Sorten Getreide enthalten. Und aus diesem Strauß werden heute Abend, gegen Abend, 5 Prominenten, die noch zu ermitteln sind, jeder 2 Ähren ziehen. Sie müssen dann diese Ähren entkernen und die Körner zählen. 5-mal das Ergebnis gibt dann die gesuchte Zahl, die ihr schätzen sollt. Also 10 Ähren, wie viele Körner gibt es? Die Angelika kann das. Wenn sie den Takt vorgibt, kann gar nichts schiefgehen. Den Roggen, den ich hier ausgedroschen habe, sieht schön aus. Für das diesjährige extrem trockene Jahr, für die Hitze, hat er sich noch ganz gut gemacht. Ihr habt auch ein gutes Stück erwischt. Ihr seht hier einen ganzen Haufen Kartons mit Strohplatten drin. So sehen die aus. Ist alles selbst der Kunststoff, die Kunststoffumhüllung ist kompostierbar, komplett. Das sind rohe Eier. Die Lisa wird diesen Styroporkasten jetzt so hoch sie kann, fallen lassen. Dann schauen wir mal, was mit dem Ei passiert. So hoch du kannst. Einfach fallen lassen. Das gleiche machen wir jetzt mit dieser Strohkiste. Dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Genauso hoch und fallen lassen. So sieht eine Königin aus, die Eier fallen lässt. Das darf auspacken. Aller Respekt hier. Siehe an, das Ei ist ganz. Glaubt es kaum.
Vorführeffekt. Heute Morgen waren sie alle kaputt. Zieht jetzt hier einen Strohhalm, egal was, raus. 2 Stück. Eine Ehre, eine Ehre. 2. Ja? 2 Ehren, bitte. Ja? Und dann macht ihr da die Körner raus, die poolt ihr dann bitte hier raus und zählt Spiel. Ja, du darfst dir das raussuchen. Du hast die Qual der Wahl. Das ist eine ganz schön hohe Zahl, hätte ich nicht gedacht. Das sind genau 490 Ehren. Könne! An jeden, der mich letztes Jahr unterstützt hat und mir Mut zugesprochen hat. Ohne euch hätte ich das alles so nicht geschafft und so hätte es auch nicht geklappt. Dankeschön. Hey, haben wir nur 9 Kandidatinnen? Machen wir nur 9. Und diese wunderschöne Blume, die kriegst du. Somit steht fest, wir haben eine neue Strohballenkönigin. Es ist die Julia Rosenberger. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Wahl und ich hoffe einfach, dass ich die Kleinkarl gut vertreten werde mit Strohballenfest. Bevor ich jetzt die Bühne verlasse, habe ich noch eine gute Nachricht für alle Kleinkarler. Wir haben am Freitag den Bescheid gekriegt vom Bund über 1,3 Millionen für unseren Glasfaserausbau. Das heißt, es geht demnächst los. Glasfaser bis auf jedes Grundstück. Also, gute Nachricht noch zum Schluss. Thanks for watching. If you'd like to send me a postcard, here's the address. And don't forget to visit my website and follow me on Twitter and Facebook. Also, if you'd like access to special bonus content and help with the costs of running this channel, please consider making a small monthly donation on Patreon.